Hallo, liebe Welt. Dies ist die Geschichte von Mina, einem neugierigen Mädchen, das in einem kleinen, verträumten Dorf lebt. Mina liebt Bücher, spannende Abenteuer und alles, was ein Geheimnis in sich trägt. Wow, was für ein Abenteuer. Das will ich auch. In ihrem Herzen brennt der Wunsch, die Welt zu entdecken und verborgene Schätze zu finden. Sei es ein vergessener Ort oder eine überraschende Begegnung. Was für ein toller Ausblick. Heute beginnt für Mina ein ganz besonderes Abenteuer. Mina war mal wieder auf der Suche nach einem neuen, spannenden Buch. Ich möchte endlich ein richtiges Abenteuer erleben. Das kenne ich schon. Mina hatte die meisten ihrer Bücher bereits gelesen. Doch sie hatte eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wo ich noch weitere Bücher finden werde. Mina ging gerade durch den langen Hausflur, doch plötzlich fiel ihr etwas ins Auge. Eine alte, wackelige Leiter, die direkt auf den Dachboden ihres Hauses führte. Was wohl da oben ist? Neugierde packte sie und mit klopfendem Herzen kletterte Mina vorsichtig nach oben. Der Dachboden war dunkel und staubig. Das Licht schimmerte nur schwach durch ein kleines Fenster. Wow, ist das spannend hier oben. Überall lagen Kisten, alte Möbel und geheimnisvolle Dinge, die von einer längst vergangenen Zeit erzählten. Mina schaute sich voller Neugier um. Doch plötzlich stieß sie auf etwas Besonderes. Eine alte, geheimnisvolle Holztruhe. Ich muss herausfinden, was in der Kiste ist. Mina war voller Vorfreude. Ich bin gespannt. Sie öffnete vorsichtig die Kiste. Es kamen jede Menge vergessene Spielsachen zum Vorschein. Doch dann entdeckte sie plötzlich eine vergilbte, geheimnisvolle Karte. Wow, Sie konnte es kaum glauben, was sie da auf dem Dachboden gefunden hatte. das muss eine Schatzkarte sein. Mit klopfendem Herzen nahm sie die Karte an sich und kletterte schnell zurück in ihr Zimmer. In ihrem Zimmer breitete sie die Karte behutsam aus und studierte sie genau. Das ist so spannend. Ich werde den Schatz finden. Sie kritzelte Notizen, zeichnete mögliche Routen ein und begann, einen Plan zu schmieden. Das wird das größte Abenteuer meines Lebens. Mina hatte ihr Proviant gepackt und verabschiedete sich noch von ihrer Mutter. Sei vorsichtig, mein Schatz, Das werde ich, Mami. Versprochen. und komm vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Sie machte sich nun voller Vorfreude auf ihre Schatzsuche auf den Weg und betrat den Wald. Noch ahnte Mina nicht, welche spannenden Abenteuer auf ihrer Reise auf sie warten würden. Mina war beeindruckt von der Schönheit des Waldes. Wow. Der Wald sieht aus wie aus einem Märchen. Aber dies war kein gewöhnlicher Wald. Ui. Mina war nun ganz alleine. Die Bäume schienen zu flüstern und das Rascheln der Blätter erinnerte sie an ihre liebsten Abenteuerbücher. Nach einer Weile blieb Mina an einer Waldlichtung stehen und schaute sich noch einmal die Karte genau an. Ich werde den Schatz finden. Ganz bestimmt. Doch plötzlich hörte sie ein Rascheln im Gebüsch. Wer ist da? Oh, ein Hase. Da hast du mich aber ganz schön erschreckt, lieber Hase. Vielleicht weißt du ja etwas über den Schatz. Doch der Hase konnte ihr nicht helfen. Und so setzte Mina ihre Reise fort. Nach einiger Zeit kam sie an einen kleinen Bach, der quer über den Waldpfad verläuft. Das macht bestimmt Spaß. Hihi. Ich liebe Wasser. Hier gefällt's mir. Als Mina sich gerade noch einmal die Markierung auf der Karte anschaute, hörte sie plötzlich ein lautes Knacken. Was war das? Wer ist da? In diesem Moment tauchte ein großer brauner Bär auf. Mina hält den Atem an. Aber der Bär grinst und scheint ebenso neugierig wie sie selbst zu sein. Hallo Bär, ich heiße Mina. Hallo, ich bin Bruno. Was machst du hier so alleine im Wald? So beginnt eine ungewöhnliche und zugleich wunderbare Freundschaft. Mina zeigt ihm die Karte und Bruno bietet sofort an, ihr auf der Schatzsuche zu helfen. Auf geht's. Und so erreichten sie schon bald einen hellen, freundlichen Teil des Waldes. Bruno kannte sich wirklich besonders gut aus im Wald. Und Mina war sehr froh, dass sie nun nicht mehr alleine war. So machte die Schatzsuche noch viel mehr Spaß. Ich kenne einige dieser Orte. Ich glaube, der nächste Hinweis könnte im Norden am großen Baumstumpf sein. Ja, du hast recht, Bruno. Danke. Mina und Bruno gingen weiter Richtung Norden.
und kamen an einen großen, geheimnisvollen Baum. Doch plötzlich hörte Mina ein seltsames Geräusch. Was war das? Schau mal da hinten, Bruno. Komm, lass uns nachsehen. Mina entdeckte eine Wurzel, die aussieht wie ein kleiner Tunnel. Vielleicht ist hier irgendwo etwas versteckt. Oh, ein altes Tuch. Vielleicht ein Hinweis. Schau mal, Bruno. Ja? Das Symbol sieht genauso aus wie auf der Karte. Du hast recht, Mina. Worauf warten wir noch? Lass uns dem Hinweis folgen. Wir kommen dem Schatz immer näher. Es war, als hätte der Wald seine eigenen kleinen Wunder vorbereitet. So wunderschön. Wisst ihr vielleicht, wo wir den Schatz des Waldes finden können? Es schien so, als würden die Glühwürmchen Mina und Bruno verstehen. Wie auf magische Weise begannen sie, den Weg zu zeigen. Vielen Dank, liebe Glühwürmchen. Bis bald. Und so setzten Mina und Bruno ihre Schatzsuche fort. Oh nein! Na gut, das gehört wohl dazu. Komm, ich helfe dir hoch. Danke, Bruno. Das sah so witzig aus. Während sie gemeinsam lachten und Spaß hatten, kamen sie an einer Weggabelung an. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Diese Stelle war jedoch nicht auf der Karte eingezeichnet. Und so entschied Mina nach ihrem Bauchgefühl. Lass uns einfach diesen Weg hier nehmen. Vor ihnen erhebte sich plötzlich ein gewaltiger Stein, dessen grimmige Züge wie ein uralter Wächter wirkten. Es sieht aus, als würde er uns beobachten. Mina und Bruno spüren die Macht dieses geheimnisvollen Ortes. Doch Mina bleibt mutig. Nur wer die richtige Antwort kennt, kann weiterziehen. Wie lautet die Frage? Ohne mich bleibt alles dunkel, doch mit mir findest du deinen Weg. Was bin ich? Die Antwort ist die Sonne. Es geht um den Weg, den das Licht uns zeigt. Die Lösung war richtig und so öffnete sich die magische Tür im Stein. Yippie, es hat funktioniert. Komm, Bruno, lass uns hineingehen. Vor ihnen lag ein Eingang wie ein Tor in eine andere Welt. Boah, Minas Augen leuchteten vor Abenteuerlust. Wow. Bestimmt ist der Schatz hier irgendwo versteckt. Mit klopfendem Herzen und Bruno an ihrer Seite wagte Mina den ersten Schritt tiefer in die Höhle hinein. Bereit? Ein leises Flüstern durchdringt die Stille. Hörst du das, Bruno? Es schien aus den Tiefen der Höhle zu kommen, geheimnisvoll und fesselnd. das klingt unheimlich. Das Flüstern scheint von dort zu kommen. Plötzlich erstrahlten die Wände in funkelnden Farben voller Edelsteine und Magie. Wow, So schön. das ist einfach magisch. Mina und Bruno staunen über das schillernde Licht, das den Weg erhellt. Schau mal, wie schön alles glitzert und funkelt. Boah, wir haben es geschafft, Bruno. Yippie. Der Raum vor ihnen war eine geheime Schatzkammer. In einem hellen Lichtstrahl stand eine goldene Truhe. Der Schatz, nach dem sie gesucht hatten. Wir haben ihn gefunden. Yippie! Einfach unglaublich. Als Mina und Bruno näher kamen, öffnete sich plötzlich die Truhe auf magische Weise. Oh, wie schön. Das ist unglaublich. Wie aus Zauberhand kam eine alte, geheimnisvolle Schriftrolle zum Vorschein. Ist das aufregend. Es steht hier, der wahre Schatz ist der, der Herzen erleuchtet. Was könnte damit gemeint sein? Vielleicht geht es gar nicht um Gold und Edelsteine. Vielleicht geht es um das Abenteuer, das wir erlebt haben. Und die Freunde, die wir gefunden haben. Ja, das stimmt. In diesem Moment erkannte Mina, der wahre Schatz liegt nicht in Gold und Edelsteinen, sondern in den Erlebnissen, die sie mit Bruno geteilt hat. Und so machten sich beide mit diesem Wissen im Herzen wieder auf den Rückweg. Spät am Abend erreichen Mina und Bruno nach ihrem spannenden Abenteuer wieder das Dorf. Ihr Zuhause, am Rand gelegen, wirkt vertraut und einladend. Schau mal, Bruno, hier wohne ich. Minas Mama freut sich sehr, ihre kleine Abenteurerin wieder in die Arme schließen zu können. Weißt du, ich habe dich so sehr vermisst. Ich dich auch, Mami. Das ist Bruno, mein neuer Freund. Er hat mir geholfen, mein Abenteuer zu bestehen. Es hat so viel Spaß gemacht mit Mina. Vielen Dank, Bruno. Danke, dass du auf Mina aufgepasst hast. Es war einfach unglaublich. Und so Mina und schön. Bruno können gar nicht aufhören, von ihrem Abenteuer zu erzählen.
Bis spät in die Nacht berichten sie mit leuchtenden Augen von all den spannenden Momenten, die sie gemeinsam erlebt haben. Für Mina war dies nur das erste von vielen Abenteuern. Denn für eine Entdeckerin wie sie gibt es immer neue Geheimnisse zu lüften.